Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop. So, jetzt habe ich schon extra geschaut, ob ich aufnehme, denn ich habe dein Video bereits begonnen und bemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Gut, von vorne. Der März, wie möchte er sich gestalten? Welche Energien kommen auf dich zu? Welche Menschen interagieren mit dir? Und was solltest du besser außer Acht lassen? Das schauen wir uns jetzt an. Also, es ist nicht so, wie es ist. Du trittst heraus aus deinem Schatten. Du hast dir einen zwangsweisen Rückzugsort erschaffen, hast dich dort hinein zurückgezogen. Du kommst heraus. Der Wandel hat begonnen. Nicht nur im Außen, auch im Innen. Du lässt etwas zurück. Etwas, was dich zu lange festgehalten hat. Du folgst endlich einem Ruf, den du viel zu lange schon in der Ecke stehen lässt, nicht beachtest. Doch dadurch, dass der Ruf immer lauter wird, immer hörbarer, immer spürbarer, im März ist es soweit. Die Neuausrichtung, loslassen. Auch ins Ungewisse gehen. Das ist natürlich sehr schwierig für dich, lieber Stier, der du so sicherheitsliebend bist. Doch genau das verlangt der März von dir ab. Wisse, der März, die Tage 3, 13, 23 sind für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Vor allem um den 13. herum findet der große Wandel statt. Die Entscheidung ist gefallen. Vielleicht hast du auch mit einem Skorpion zu tun. Dieser Skorpion kann unterstützend wirken, kann dir den richtigen Schubs in die richtige Richtung geben, kann dir dabei Mut zusprechen, in die richtige Richtung zu gehen. Plötzliche Erkenntnis und ja, dann plötzlich stehst du schon mit einem Fuß im neuen Leben, im neuen Lebensabschnitt. Was nimmst du mit? Was lässt du zurück? Vor der eigenen Größe Angst haben, ja, das haben viele Menschen. Vor allem dann, wenn man nicht wirklich an sich glaubt. Der Intuition nicht vertraut und dadurch die Hoffnung verliert, weil alles schief geht. Das war gestern. Denn die meisten von euch haben gelernt, das Ego herauszufiltern, zu erkennen, was will das Ego und was ist das, was mein Herz möchte. Das Ego lässt die Hoffnung sterben, es fordert nur, es peitscht, bis alles ausgereizt ist. Und die Enttäuschung. Das alles lässt du zurück. Und gehst voller Vertrauen in deinen neuen Lebensabschnitt hinein. Der ist leicht, der ist hell und du zeigst dich, so wie du bist. Nicht den Status, den du hast. Denn den Status, den du hast, der kann dir zwar
behilflich sein. Doch der interessiert in diesem deinem neuen Lebensabschnitt niemanden wirklich. Denn du beginnst etwas vollkommen Neues. Wie man so schön sagt, breite deine Flügel aus und flieg einfach. Ja, um den 13. herum wirst du bemerken, dass du Flügel hast, die dich auf ungeahnte Höhen hinaus schwingen können. Es muss immer alles gut sein, nicht? Alles harmonisch, alles im Einklang. So, wie es passt. Kannst du dir vorstellen im März, dass auch das, was nicht passt, was unharmonisch ist, was ein bisschen drückt, dass du es einfach nicht bewertest und einfach sein lässt? Im Vertrauen, dass es gut wird. Das macht der März mit dir. Ein Mensch, mit dem du eine sehr tiefe Verbindung hast. Vielleicht über mehrere Leben hinaus, vielleicht über einige Jahre. Da ändert sich etwas. Du wirst dir denken, was bedeutet mir dieser Mensch eigentlich? Und wozu brauche ich ihn? Was gibt er mir, dieser Mensch? Die Antworten, du wirst sie sicherlich bekommen, 100%, werden dir vielleicht nicht gefallen, doch sie werden dich nicht überraschen. Trainiere die Öffnung des Kanals. Meditiere, geh in die Natur. Denn in einem Stadium der totalitären Ruhe erkennst du, was so lange verborgen blieb, nämlich die Situationen, die zu stagnieren begonnen haben, die plötzlich abgebrochen sind. Wer hat gegen dich gearbeitet? Du hast viele Neider. Bewusst oder nicht bewusst, werde dir bewusst. Diese Menschen, wozu brauchst du sie? Sie halten dich nur auf. Keine Angst vor der Einsamkeit, denn es erwartet dich Großartiges. Vielleicht auch die Realisation, dass du dein ganzes Leben lang alleine warst, dich gesehnt hast nach Zugehörigkeit. Vielleicht wollte oder will dich das Leben lehren, dass jeder von uns auf sich allein gestellt ist. Immer. Das Netzwerk, das dich auffängt, vermeintlich, das ist so das oder. Doch es geht um was anderes. Es geht um das Alleine sein.
mit sich alleine sein und sich selbst der beste Freund sein. Wenn du abgeschnitten bist von Gott, musst du zu ihm zurückfinden. Denn all das, was du bisher getragen hast, hat dich straucheln lassen. Und du hast doch wunderbare Alliierte da oben. Gib es ab. Du wirst erkennen, dass du bisher viel zu schwer getragen hast, viel zu sehr ertragen hast. Das muss nicht sein. Ein Portal öffnet sich dir. Wie vorhin schon gesagt, bitte um die Öffnung des Kanals. Die Engelsstimmen werden dir zuflüstern. Ein Löwe enttäuscht dich wohl, denn ein Löwe, ganz rabiat, möchte alles von dir. Doch was nutzt es dir? Unter deinen Kleidern bist du nackt. Wie viel bist du bereit, davon diesem Löwen zu geben? Die Geduld erkennen, dass du niemals allein und einsam warst. Ein befreiender Schlag, ein großer befreiender Schlag, der dich dazu ermutigt, zu dir selbst zu stehen und dich in allen Facetten zu zeigen. Modalität empfangen und annehmen. Das ist das Motto, das dich im März weiterbringt. Jemand kann sich auf eine Pilgerreise begeben. Es kann aber auch sein, dass ein uralter Freund, eine uralte Freundin an die Tür klopft und mit dir etwas teilen möchte. Keine Erinnerungen, nein. Es ist eine materielle Sache, dir etwas übergeben. Was sage ich? Die Vergangenheit. Etwas, was dieser Person sehr, sehr wichtig ist. Nur du sollst es bekommen. Diese Person scheut keine Mühen, dich ausfindig zu machen. Diese Person scheut keine Mühen, eine große, lange Reise auf sich zu nehmen. So wichtig ist es dieser Person. Gut möglich, dass diese Person in frühester Kindheit auf einem großen Hof, in einem großen Schloss gelebt hat. Gut möglich, dass es ein Schlüssel ist, den du überbracht bekommst. Ein Amulett. Etwas Wertvolles für diese Person. Plötzlich sehe ich ganz viele Hühner. Wer weiß, vielleicht sind die auch ausschlaggebend. Eine tiefe Verbindung
zu dir selbst und dieser Person. Die Spitze des Eisbergs wird erklommen. Denn aus den Tiefen kommst du gerade. Gut möglich, dass es sich um ein Erdzeichen handelt, Steinbock, Stier und Jungfrau, oder ein Wassermann. Doch ich glaube eher, es ist eine Jungfrau oder ein Wassermann, die Frieden schließen wollen. Bist du bereit, die Hand auszustrecken und zu empfangen? Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Wenn an einem Tag in deinem Leben alles passt, und es wird passen, wirst du dich zum ersten Mal angekommen fühlen, realisiert, denn du erkennst das, was schon immer da war. Wer wartet, auf dass sich eine Person meldet, wo kein Kontakt mehr stattfindet, aus Gründen des Kräftemessens. Diese Person wird euch einen Brief zukommen lassen, eine SMS, eine E-Mail. Kompromisse werden vereinbart. Lieber Stier, welcher Stern ist der hellste Stern im Universum, am ganzen Horizont? Du. Deswegen im März hast du die Chance, darüber, dass du deine wahre Größe erkennst, so hell zu leuchten wie noch nie. Menschen werden zu dir kommen und sagen, was ist denn mit dir los? Du schaust aber gut aus. Wie hast du das gemacht? Davon will ich auch etwas haben. Und du wirst nur schmunzeln, in dich hineinlächeln. Im März, egal welchen Alters du bist, lieber Stier, schenk dir dein Leben mit einer der größten Erkenntnisse, die du haben wirst oder bisher hattest. Ende gut, alles gut, nicht? Nimm die Transformation an. Und im Übrigen, eine Beziehung wird eingegangen. Eine Partnerschaft gestärkt mit einer Person, die du ganz tief in deinem Herzen trägst. Und somit sind wir bei der Liebe und wir schauen es uns im Extended an. Ich danke allen fürs Zuschauen. Drückt auf den Link hier unten in der Infobox. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao.